Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Heute häkeln wir mein neues Häkeltop-Design Everyday Summer zusammen. Vor kurzem habe ich euch mein Top Hazel hier auf YouTube vorgestellt. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke, falls ihr euch das auch nochmal anschauen möchtet. Und da das so gut bei euch ankam, gibt es heute direkt die nächste Idee. Für das Top Everyday Summer solltest du die Grundlagen des Häkelns beherrschen. Außerdem gibt es auch dieses Mal wieder eine sehr ausführliche schriftliche Anleitung, in der jede einzelne Größe nochmal ganz genau beschrieben ist. Somit spart ihr euch nicht nur das Umrechnen für eure Größe, sondern ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr mich unterstützt und die Anleitung kaufen wollt. Als kleines Dankeschön dafür gibt es wieder einen Rabattcode für euch, und zwar könnt ihr mit dem Code YouTube15 15% auf die Anleitung sparen. Die Anleitung und auch alles, was ich sonst so heute in diesem Video verwende, also die Wolle und die Häkelnadeln und so weiter und so fort, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und jetzt würde ich sagen, ran an die Nadeln, los geht's! Ich häkel mit einem Baumwollgarn. Im Prinzip könnt ihr dann nehmen, was ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihr bei 50 Gramm circa 90 Meter Lauflänge habt. Ich verlinke euch natürlich auch nochmal das Garn, was ich heute verwende, unten in der Infobox. Ich häkle außerdem mit einer 4 mm Nadel. Ich persönlich häkel ein bisschen lockerer, bedeutet, wenn ihr jetzt sehr fest häkelt, dann könnt ihr auch eine 4,5 oder sogar 5 mm Nadel nehmen. Ich habe auch noch eine Maschenprobe aus einfachen Stäbchen gemacht. Die ist bei 10 cm 16 Maschen breit und bei 10 cm 9 Reihen hoch, und das Ganze habe ich aus einfachen Stäbchen gehäkelt. Wir starten jetzt mit dem Vorderteil und ich zeige euch hier schon mal, wie das gleich fertig aussehen wird. Das ist jetzt eine Seite davon, entweder die linke oder die rechte, das ist relativ egal. Ihr könnt euch das dann so anpassen, dass das auf eure Körpergröße perfekt passt. Also ihr könnt das hier, wenn ihr wollt, länger machen, falls ihr das nicht so kurz haben wollt. Und auch hier könnt ihr es natürlich breiter häkeln, wenn ihr eine größere Körbchengröße habt. Nur noch kurz zur Info, mein Teil ist jetzt ungefähr 34 cm lang, also hier von dem oberen Körbchen, wo dann später der Träger rankommt, bis hier unten. Wenn ihr das länger machen wollt, dann könnt ihr einfach ein paar Maschen mehr anschlagen, umso länger wird dann eben dieser Teil, bevor wir hier immer unsere Zunahmen arbeiten. Der Anfang geht aber jetzt bei allen natürlich gleich. Wir starten mit einer Luftmaschenkette, und zwar mache ich die jetzt 40 Luftmaschen lang. Wenn ihr, wie gesagt, den Körper etwas länger haben möchtet, dann könnt ihr da dementsprechend mehr Maschen anschlagen. Ich habe jetzt 40 Maschen angeschlagen und zusätzlich mache ich jetzt noch 3 extra Luftmaschen. 1, 2, 3. Die ersetzen jetzt nämlich gleich unser erstes Stäbchen. Also das sind sozusagen einfach nur Steigeluftmaschen. Und dann geht es jetzt weiter mit Stäbchen. Und zwar lasse ich jetzt hier 4 Maschen von der Nadel ausgezählt frei und steche dann, also mache erstmal einen Umschlag um die Nadel, weil wir Stäbchen häkeln, und steche dann von der Nadel ausgezählt in die 5. Masche. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und hier mache ich dann mein erstes Stäbchen rein. Ich erkläre jetzt hier die Grundlagen des Häkelns übrigens nicht mehr, also Sachen wie Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. Das solltet ihr auf jeden Fall beherrschen. Und jetzt häkeln wir einfach die komplette Reihe mit Stäbchen voll. Bedeutet einfach in jede Masche ein einfaches Stäbchen, bis wir nur noch eine Masche am Ende übrig haben. Die lassen wir frei. Da arbeiten wir nämlich dann gleich die Zunahmen rein. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. So, ich bin jetzt fast am Ende der Reihe angekommen. Hier ist jetzt noch eine Masche übrig. Bedeutet, ich habe jetzt insgesamt hier 39 Stäbchen gehäkelt. Achtung, diese 3 Luftmaschen, die wir hier am Anfang gemacht haben, die zählen sozusagen als ein Stäbchen. Also diese 3 Luftmaschen, die werden wir jetzt am Anfang jeder Reihe machen. Die ersetzen immer unser erstes Stäbchen und die sind einfach nur da, um Höhe aufzubauen. Also das zählen wir ganz normal mit. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir jetzt 39 Stäbchen. Und dann
haben wir hier noch eine letzte Masche, die noch leer ist. Und in diese Masche häkeln wir jetzt 3 Stäbchen rein. 1, 2, also immer wieder in dieselbe Masche einstechen und 3. Jetzt habe ich 3 Stäbchen in eine Masche gearbeitet. Anschließend häkel ich eine Luftmasche und die darf ruhig auch ein bisschen weiter sein, also macht die nicht zu eng. Und dann folgen nochmal 3 Stäbchen hier in diese Masche, in die wir gerade schon die 3 Stäbchen gehäkelt haben. Also nochmal 1, 2 und Nummer 3. Und jetzt haben wir hier, wenn wir das uns wieder ein bisschen festziehen, ist das jetzt natürlich ein bisschen locker geworden, einfach hier festziehen, haben wir hier wie so einen Halbkreis sozusagen gehäkelt. Und jetzt können wir hier einfach an der Anschlagskante zurückhäkeln. Bedeutet, ich mache wieder ganz normal in jede Masche, die jetzt kommt, ein Stäbchen. Also ich verhäkel dann immer gleich noch diesen Faden, dann ist der gleich vernäht sozusagen. Ich mag das immer nicht so viel zu vernähen. Also ich steche hier ein und mache hier dann ganz normal ein Stäbchen. Und das ist jetzt mein erstes und das heißt, ich muss jetzt insgesamt hier auch wieder 39 Stäbchen zurückhäkeln, also bis ich hier am Ende angelangt bin und dabei vernähe ich, nenne ich es immer ganz gerne, häkel ich diesen Faden hier direkt noch mit ein, also heißt den einfach hier dazwischen legen und dann ganz normal unsere Stäbchen arbeiten. Und wenn wir dann gleich hier unten am Ende angekommen sind, geht es weiter. Die erste Reihe ist somit fertig gehäkelt. Also wir haben hier gestartet, haben einmal geradeaus gehäkelt und dann hier diesen Halbkreis und dann an der Anschlagskante wieder zurück. Achtet unbedingt darauf, dass ihr das letzte Stäbchen eben auch noch hier in diese 3 Luftmaschen macht. Also bedeutet, das zählt wirklich auch als Stäbchen. Und nun wiederholen wir im Prinzip einfach immer genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir starten jede Runde bzw. jede Reihe mit 3 Steigeluftmaschen. Die ersetzen wieder unser erstes Stäbchen. Dann drehen wir uns die Arbeit einmal um. Und nicht vergessen, also hier aus dieser Masche, da müssen wir nicht reinstechen, weil hier kommt ja sozusagen das Stäbchen raus. Also dann in die nächste Masche und dann könnt ihr hier wieder ganz normal eure Stäbchen häkeln, bis wir hier oben angekommen sind und da zeige ich euch dann noch einmal, wie es funktioniert. So, jetzt bin ich hier gleich bei der Rundung angekommen und hier häkeln wir jetzt auch ganz normal in jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen und das machen wir, bis wir in der Mitte angekommen sind, wo die Luftmasche sich befindet. Also wir hatten ja in der Reihe davor eine Luftmasche in der Mitte gemacht und die ist jetzt hier. Genau, und in diese Luftmasche wiederholen wir jetzt im Prinzip dasselbe, was wir in der Vorreihe auch gemacht haben. Wir häkeln jetzt in diesen Zwischenraum erstmal 3 Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Und dann machen wir, um die Mitte zu markieren, wieder eine Luftmasche. Und dann folgen wieder 3 Stäbchen und das auch immer noch in diesen Zwischenraum. Also immer noch alles in dieselbe Masche sozusagen, aber es ist ja keine Masche, es ist einfach nur ein Zwischenraum. So, dann habe ich jetzt hier wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 3 Stäbchen gehäkelt. Und dann häkeln wir die restliche Reihe wieder ganz normal mit Stäbchen zurück. Also hier darauf achten, dass ihr da auch die erste Masche trefft, nicht, dass hier die Stäbchen drüber liegen, also das ein bisschen zur Seite schieben und dann wieder ganz normal eure Stäbchen häkeln, bis ihr am Ende der Reihe angekommen seid. Reihe 2 ist ebenfalls geschafft, also bedeutet, falls ihr auch immer nachsehen wollt, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, es kommen in jeder Reihe 6 Maschen dazu, da wir ja hier oben 6 Stäbchen zunehmen, also heißt 3 auf der linken Seite und 3 auf der rechten. Und so geht es jetzt auch immer weiter, bedeutet, wir starten jede Reihe mit 3 Luftmaschen, anschließend häkeln wir dann hier bis zur Mitte, also heißt bis zu unserer Luftmasche. In die Luftmasche kommen dann wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen
und dann häkeln wir hier wieder gerade zurück. Und das wiederholt ihr, bis ihr eure gewünschte Größe habt. Also bei mir ist das jetzt so groß. Ich habe insgesamt 7 solche Reihen gehäkelt, je nachdem wie groß ihr das wollt. Also das wird jetzt so ungefähr eine Größe S sein. Also wenn ihr ein bisschen kleiner seid, dann könnt ihr natürlich eine Reihe weniger machen. Umso größer ihr seid, umso mehr Reihen fügt ihr dann einfach noch hinzu. Wichtig ist, dass das von der Breite ungefähr die Hälfte von eurem Oberkörper ist, also von der Vorderseite. Ich blende es euch hier mal ein, wie ihr das schauen könnt. Also schaut auf jeden Fall, dass das Körbchen wirklich den Busen sozusagen verdeckt und dass es ungefähr bis in die Mitte reicht. Und wenn ihr das dann fertig habt, dann häkeln wir das Ganze noch einmal. Wir brauchen das Teil nämlich zweimal. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch anschließend. Ich habe jetzt also beide Teile hier fertig gehäkelt und das ist jetzt sozusagen unser komplettes Vorderteil. Falls ihr euch nicht sicher seid mit den Größen, dann empfehle ich euch nochmal auf meine Anleitung zurückzugreifen. Dort findet ihr nämlich wirklich alle Größen nochmal ganz genau beschrieben. Da müsst ihr dann nichts selber rechnen und nicht rumprobieren. Das wurde auch von Testern getestet, also heißt, da stimmt dann auch alles. Da könnt ihr dann gerne nochmal reinschauen. Und jetzt drehe ich mir die beiden Teile einfach mal um. Also, dass wir hier jetzt die Rückseite haben. Im Prinzip ist es relativ egal, aber ich finde immer, dass diese Seite, wo die Maschen hier vorne so aufliegt, ein bisschen hübscher ist und deswegen sehe ich das als Vorderseite und das hier als Rückseite. Und ich habe jetzt hier auch noch gar nicht abgekettet, sondern habe den Faden hier noch bei beiden dran gelassen. Dann kann ich jetzt nämlich hier die Teile direkt zusammenhäkeln. Und das mache ich mit Kettmaschen. Und dafür fahre ich jetzt einfach hier durch meine erste Masche sozusagen durch. Und dann nehme ich mir den Faden und mache hier einfach eine Kettmasche. Also heißt, ich hole den Faden und ziehe ihn durch beide Schlaufen auf einmal durch. Und so mache ich das jetzt auch weiter. Es kommt jetzt drauf an, was für ein Muster ihr vorne haben wollt. Ich finde das immer ganz hübsch, wenn das vorne nicht mehr sichtbar ist. Und deshalb fahre ich hier nicht durch beide V-Glieder, sondern nur, ich zeige es mal ein bisschen näher, nur in das Innere. Also das ist das hier und bei der Seite nehme ich dann das hier. Also durch diese beiden V-Glieder fahren wir jetzt. Einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Heißt, dann haben wir jetzt so 2 Maschenteile auf der Nadel und dann holen wir uns wieder den Faden und ziehen den durch alle 3 Maschen durch. Und das wiederhole ich jetzt einfach, bis ich insgesamt 40 Maschen zusammen gehäkelt habe. Also so sieht das dann übrigens hier oben aus. Ich häkel mal noch ein bisschen weiter vor, dann seht ihr das noch besser. Aber einmal zeige ich es jetzt noch. Also ich fahre hier auf der unteren Seite durch das eine Maschenglied und dann hier auf der anderen Seite auch. Und dann ziehe ich den Faden durch die beiden Maschenglieder und auch hier durch diese Masche auf meiner Nadel. So, jetzt erkennt man das schon so ein bisschen besser. Also im Prinzip sieht es jetzt so ein bisschen auf der Innenseite aus wie so ein I-Cord-Rand. Wer strickt, der kennt das. Und um das noch besser zu erkennen, lege ich mir die beiden Teile hier einfach aufeinander und dann fahre ich eben hier durch das innere V-Glied und hier auch durch das innere und ziehe mir den Faden durch. Ich habe jetzt, wie gesagt, insgesamt 40 Kettmaschen gemacht und dann kann ich mir das einfach aufschlagen und so sieht das dann auf der Vorderseite aus. Natürlich könnt ihr, wenn ihr den Ausschnitt ein bisschen tiefer haben wollt, einfach weniger Kettmaschen machen und wenn ihr am Anfang mehr Maschen angeschlagen habt, dann macht ihr natürlich auch mehr. Aber ich würde tatsächlich nicht über die Anschlagskante gehen, weil sonst ziehen sich hier diese Ausschnitte zusammen und die sollen ja schön nach gerade oben gehen. Anschließend können wir dann diesen Faden hier etwas länger abschneiden, also ungefähr so 20 Zentimeter und dann könnt ihr den hier einfach durchziehen und somit die Maschen festziehen. Und dann wird das Ganze hier auf der Innenseite noch ordentlich vernäht, so dass man das auf der Vorderseite dann später nicht sieht. So, und dann hatte ich ja hier auf der anderen Seite, also von diesem Vorderteil, das auch noch nicht abgekettet und kann dementsprechend jetzt hier einfach weiter häkeln. Heißt, ich starte wieder wie gewohnt mit meinen 3 Luftmaschen. Dann drehe ich mir die Arbeit um
Und jetzt häkeln wir einfach wieder ganz normal Stäbchen. Und dieses Mal mache ich die ungefähr bis hier. Also ich mache jetzt 32 Maschen. Wie gesagt, nicht vergessen, das erste hier wird auch als Stäbchen gezählt. Also diese 3 Luftmaschen, das ist immer so. Das sind einfach Steigeluftmaschen. Also heißt, das ist jetzt unser erstes. Und insgesamt wollen wir dann 32 Stäbchen häkeln. Ich habe jetzt hier 32 Stäbchen gehäkelt und anschließend mache ich dann wieder meine 3 Luftmaschen, drehe mir die Arbeit um und dann häkel ich einfach wieder eine Rückreihe. Und dann häkeln wir hin und zurück, bis das eben einmal sozusagen, wenn wir uns das hinhalten, um unseren Körper passt. Und ich hatte mir das jetzt gerade auch nochmal hingehalten. Ich werde jetzt hier nochmal 2, 3 Maschen aufmachen. Das ist zwar ganz hübsch so und das passt auch gut, aber ich finde es mit einem kleinen bisschen mehr Ausschnitt ganz schön. Und das lasse ich jetzt auch extra im Video drin, da ich euch den Tipp geben möchte, die Sachen immer erst am Ende zu vernähen. Weil wenn ihr das jetzt schon vernäht hättet, dann könnt ihr das nicht mehr aufmachen. Und so könnt ihr jetzt einfach nochmal ein paar Maschen auslösen, wenn ihr wollt. Und dann passt das nämlich, dann könnt ihr das perfekt an euch anpassen. Also wie gesagt, Fäden immer erst am Ende vernähen und deswegen lasse ich das jetzt auch im Video drin. Und ich häkle jetzt, nachdem ich das hier gleich aufmache, hier einfach weiter und wenn das fertig ist, sehen wir uns gleich wieder für die Träger. Ich habe jetzt insgesamt 28 Reihen hier gehäkelt und das wird jetzt sozusagen mein Rückenteil. Also bedeutet, wir legen uns das dann hier rüber und werden das dann an dieser Seite hier einfach zusammennähen. Natürlich könnt ihr, wenn ihr den Rücken nicht so tief haben wollt wie ich, könnt ihr das natürlich auch höher machen. Also heißt, ihr schlagt dann hier nicht 32 Maschen waren es, glaube ich, an, sondern halt einfach so viele, wie ihr haben möchtet. Achtet nur darauf, dass es hier unter der Achsel dann nicht zu eng wird, also dass das dann hier nicht einschneidet. Und selbstverständlich könnt ihr das auch länger machen. Also da kommt es wirklich drauf an, wie breit euer Körper ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, 28 Maschen gehäkelt, aber wenn ihr eine größere Größe tragt, dann solltet ihr das auf jeden Fall breiter machen. Und jetzt nähen wir das dann aufeinander. Dafür schneide ich mir diesen Faden, der hier noch hängt, relativ lang ab, damit der mir dann auch zum Nähen reicht. Also ich glaube, bei mir ist das jetzt so über 1 Meter, auf jeden Fall 1,5 Meter wahrscheinlich. Und dann können wir das aufeinander legen. Und hier könnt ihr jetzt auch nochmal schauen, was ihr als Vorderseite haben wollt. Ich dachte ja eigentlich, dass ich diese Kante hier, also was wir hier vorher zusammengehäkelt haben, innen liegen haben möchte. Allerdings muss ich sagen, finde ich es jetzt eigentlich ganz cool, wenn das hier vorne aufliegt, weil es nochmal so ein bisschen plakativer ist. Also das wäre die andere Seite, das wäre so ein bisschen, ja, schlichter, sage ich jetzt mal, aber da könnt ihr dann einfach selbst entscheiden, was euch besser gefällt. Und dann lege ich mir das aufeinander. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt hier außen und dann kann ich mir das einfach hier dann festnähen. Dafür nehme ich einfach eine Wollnadel und dann ziehe ich mir hier den Faden, also diese Masche erstmal auf, die Masche einfach lang ziehen und dann nähe ich das Rückenteil sozusagen dann am Vorderteil fest. Am besten dreht ihr euch das dann nochmal auf links, also heißt, das soll ja jetzt mein Vorderteil werden. Deswegen drehe ich das nochmal einmal um und drehe mir das auf links. Und dann kann ich das Teil hier jetzt einfach zusammennähen. Und zwar steche ich dann hier einfach links ein und komme dann hier auch auf der linken Seite bei der nächsten Masche einfach nochmal raus und steche dann hier bei der nächsten wieder ein und komme dann hier oben wieder raus. Also das ist der Matratzenstich, der macht eigentlich immer einen ganz hübschen Abschluss, weil man den dann nicht so sieht. Da gibt es auch ganz viele ausführliche YouTube-Anleitungen, wenn ihr da nochmal nachsehen wollt. Und wenn wir das gleich zusammengenäht haben, dann fehlen nur noch die Träger und die zeige ich euch gleich. Ich habe mir das jetzt wieder auf rechts gedreht und so sieht das jetzt aus, wo ich es zusammengenäht habe. Also das fällt dann, wenn man es trägt, eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Und auch hier lasse ich mir den Faden immer erstmal noch dran. Also ich mache es wirklich so, außer wenn ich einen neuen Faden ansetze. Aber alles, was ich so zusammengenäht habe und so, lasse ich immer erstmal noch dran. Genauso wie hier in der Mitte, falls ihr da doch nochmal irgendwas ändern müsst.
Also zum Beispiel hier, wenn jetzt ihr merkt, okay, das ist mir doch zu eng, dann könnt ihr es nämlich einfach nochmal aufmachen. Und hier in der Mitte ist es halt super, falls ich jetzt doch merke, oh, ich möchte es doch ein bisschen geschlossener oder ich möchte es noch ein bisschen weiter aufmachen. Also wie gesagt, immer am besten erst am Ende vernähen, wenn ihr wirklich mit allem ganz, ganz sicher seid. Und jetzt fehlen nur noch die Träger. Und die Träger mache ich folgendermaßen. Ich werde die jetzt aus festen Maschen häkeln, weil mit Stäbchen ist das doch ein bisschen sehr locker und die sollen ja auch einen guten Halt gewähren. Und dafür gehe ich jetzt hier einmal in die Mitte und suche mir jetzt die mittleren 3 Maschen. Bedeutet, es ist einmal dieses Stäbchen, die Luftmasche und das Stäbchen. Falls ihr eine sehr viel größere Größe häkelt, dann empfehle ich euch, das sogar über 5 Maschen zu machen, also einfach dann die mittleren 5 Maschen, also heißt 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Ich steche jetzt hier ein und hole mir den Faden. Auch hier wichtig, dass ihr den lang genug lasst zum Vernähen, also das Ende hier des Fadens, sonst ist es nachher ein bisschen tricky. Dann mache ich mir eine Luftmasche und dann mache ich mir noch eine zweite, also damit baue ich wieder Höhe auf, nicht wie beim Stäbchen 3, sondern ich mache jetzt in jeder Reihe immer 2 Luftmaschen und das ersetzt dann sozusagen meine erste feste Masche. Und dann steche ich jetzt hier durch dieses Loch, also bei der Luftmasche, hole mir den Faden und ziehe ihn durch beide Umschläge auf der Nadel. Also das ist dann eine feste Masche. Und jetzt haben wir sozusagen 2, weil diese 2 Luftmaschen zählen wieder als eine, 2 und dann brauchen wir noch ein drittes. Nochmal kurz zur Info, also ihr wisst wahrscheinlich, wie feste Maschen gehen. Da müssen wir keinen Umschlag machen, wie bei den Stäbchen, sondern wir stechen wirklich einfach direkt durch die Masche, holen uns den Faden, dann haben wir 2 Umschläge auf der Nadel und holen uns den Faden wieder. Und jetzt haben wir sozusagen dann 3 feste Maschen. Wie gesagt, die Luftmaschen ersetzen immer das erste. Und so machen wir jetzt in jeder Reihe weiter. Also bedeutet wieder 2 Luftmaschen, Arbeit einmal umdrehen und dann machen wir eine feste Masche und noch eine. Bei der letzten ist immer ein bisschen schwierig reinzukommen. Hier, noch eine feste Masche. Und das war im Prinzip auch schon wieder der ganze Zauber. Wir häkeln jetzt, bis wir die richtige Länge des Trägers erreicht haben, immer 3 feste Maschen, beziehungsweise 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen. Und da könnt ihr dann einfach schauen, wie lang ihr den Träger benötigt. Also heißt, wir häkeln den ja jetzt hier lang und dann legen wir den nämlich einmal hier runter und nähen den fest. Und da müsst ihr jetzt einfach wirklich drauf schauen, dass ihr den nicht zu lang oder zu kurz macht. Ich empfehle euch, wenn ihr denkt, dass es lang genug ist, ihr könnt euch zum Beispiel auch einen Top, das gut passt, daneben legen und da mal ein bisschen vergleichen von der Länge, dass ihr euch das immer wieder feststeckt, also heißt noch nicht abketten, einmal hier mit einer Klammer festmachen und anprobieren, bis ihr wirklich die richtige Länge habt. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr alles vernähen und fertig ist euer wunderschönes Häkeltop. Das Everyday Sommertop macht nicht nur Lust auf den Sommer, sondern es ist auch einfach sehr bequem, sehr, sehr hübsch und vor allem ein zeitloses Design. Wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin.